Zypern oder Dubai, welcher Standort ist günstiger, wenn es um deinen Firmensitz und um deinen Wohnsitz geht? Damit wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Du kennst wahrscheinlich diese YouTube-Videos, meistens Shorts, die in sehr kurzer Zeit komplexe Sachverhalte vermitteln wollen. Ein solches hatte ich vor kurzem mal gesehen und da ging es hier darum zu zeigen, dass Zypern deutlich steuergünstiger ist als Dubai. Vor allen Dingen dann, wenn man in Zypern die IP-Box verwenden kann. Mit dieser IP-Box zahlt man dann ja nur 2,5% Steuern in Zypern. Bekannterweise gibt es vor kurzem in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, eine Körperschaftssteuer in Höhe von 9%. Das Video wollte also sagen, Zypern ist damit erheblich günstiger als Dubai. Letztlich sind die Abgaben weniger als halb so hoch als in Dubai. Nun, zunächst musst du wissen, wie diese Branche hier funktioniert. Steuerberater, Rechtsanwälte und ähnliche Berufe, sie alle operieren normalerweise strikt im Rahmen ihrer Landesgrenzen. Das heißt, du wirst viele nationale Experten finden und diese nationalen Experten wollen dir eben ihren Staat verkaufen und wollen dir verkaufen, dass ihr Staat, ihr Land das beste Land für dich, für dein Unternehmen ist. Natürlich war dieses Video das Video eines einschlägig bekannten Zypern-Experten, der eben hier auf Teufel komm raus nachweisen wollte, dass Zypern der bessere Standort ist steuerlich, zumindest dann, wenn du die IP-Box verwendest. Ich habe mir gedacht, es ist es doch mal wert, sich dieses Argument einmal näher anzuschauen und zu analysieren, ob es wirklich so ist. Ist Zypern wirklich so viel günstiger als Dubai, als die Vereinigten Arabischen Emirate? Schauen wir uns ganz kurz die steuerliche Situation in Zypern an. In Zypern gibt es den Non-Dom-Status. Der Non-Dom-Status führt dazu, dass Dividenden von der sogenannten Special Defense Tax, also einer Art Abgeltungssteuer, befreit werden. Das Einzige, was du darauf bezahlen musst, ist eine Gebühr für das Gesundheitssystem. Das sind 2,6%, aber nur bis zu einem Maximum von 180.000 Euro. Wenn du also nun eine Gesellschaft in Zypern hast und diese Gesellschaft zahlt 12,5% Körperschaftssteuer, dann zahlst du auf die Dividende, die du aus dieser Gesellschaft erhältst, nochmal diese 2,6% auf die ersten 180.000. Der Rest ist dann steuerfrei. Alles in allem so ungefähr also 15%, die du dann bezahlen musst, zumindest auf die ersten 180. Danach wird es dann weniger. Kannst du nun die IP-Box verwenden in Zypern? Kannst du also nun hier geistiges Eigentum verwerten und damit dann nur 2,5% Steuern in Zypern bezahlen? Dann ändert sich das Ganze natürlich. Auch hier müsstest du wieder die 2,6% für das Gesundheitssystem bezahlen. Das heißt, die ersten 180.000 werden dann so ungefähr mit 5% belastet und hinterher wird es dann nochmal weniger. Dieses steuerliche Paket fällt dann an, wenn du Non-Dom in Zypern bist. Das heißt also, wenn du als Ausländer nach Zypern umziehst, dort eine Firma gründest, dann hältst du dich dort mindestens 60 Tage auf. Oder wenn du keine Firma hast, dann musst du dich 183 Tage aufhalten. Die steuerliche Erleichterung gilt im Wesentlichen nur bei Dividenden. Das heißt also, mit dem zypriotischen Sonderstatus, mit dem Non-Dom-Status und auch mit der geringen Steuer auf die IP-Box halten wir fest, 5% Steuern
bis 180.000. Danach sind es also nur noch die 2,5%. In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde letztes Jahr eine Körperschaftssteuer eingeführt. Diese Körperschaftssteuer beträgt 9%. Sie ist nicht wirklich eine Körperschaftssteuer, sondern muss im Grunde genommen als Gewinnsteuer verstanden werden. Auch Selbstständige, auch Freiberufler zahlen diese Steuer. Sie gilt also nicht nur für Gesellschaften. Alle Gesellschaften müssen diese Steuer bezahlen. De facto alle. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Wenn du jetzt im Bereich Flugzeugleasing und so weiter tätig bist oder ein Hedgefonds da betreibst, dann musst du die Steuer nicht bezahlen. Aber fast alle anderen Unternehmen sind davon betroffen, inklusive Freezone-Firmen. 9%, also zunächst mal mehr als dreimal so hoch wie die zypriotische Steuer in Höhe von 2,5%, wenn man die IP-Box benutzt in Zypern. Allerdings gibt es hier bestimmte Freibeträge. So ist es so, dass in Dubai die ersten 100.000 Euro ungefähr umgerechnet steuerfrei sind und Unternehmen, die einen Umsatz von weniger als umgerechnet ungefähr 750.000 Euro erwirtschaften, müssen die Steuer ebenfalls nicht bezahlen. Diese Steuerbefreiung gilt bis 2026. Danach wird man schauen müssen, was dann hier passiert. Aber ich gehe davon aus eigentlich, dass sie erhalten bleibt. Ein wichtiger Punkt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist, dass es keine Einkommensteuer gibt. Das heißt also, wenn du in Dubai lebst und dir ein Gehalt von deiner Firma in Dubai bezahlst, dann ist dieses Gehalt steuerfrei. Auf der anderen Seite reduziert es natürlich deinen steuerbaren Gewinn. Berechnen wir das Ganze also mal. Stellen wir uns also in Zypern vor, du hast dort eine Gesellschaft, du hast 100.000 Gewinn, die erwirtschaftet werden. Du zahlst also darauf 2,5% Steuern. Das sind also 2.500 Euro. In meinem Beispiel gehen wir, wie gesagt, davon aus, dass du auf Zypern lebst. Das heißt, du bezahlst dann auf die empfangenen 97.500 Euro nochmal 2,6% Gesundheitsabgabe. Das sind also 2.535. So bist du dann, wie ich es vorhin gesagt habe, bei einem Gewinn von 100.000 Euro ungefähr bei 5% Steuern. In Dubai bei 100.000 zahlst du überhaupt keine Steuern, denn wie ich es bereits gesagt habe, die Steuer setzt erst bei einem Gewinn von über 100.000 Euro an. Also 100.000 Euro, keine Steuern. Jetzt schauen wir uns mal das Ganze an für 200.000 Euro Gewinn. In Zypern würdest du nun also 5.000 Euro Körperschaftssteuer bezahlen und du bezahlst dann zumindest auf die ersten 180.000 auch nochmal die 2,6 Abgabe. Das heißt, das sind dann ungefähr zusammen 4.500 Euro. Das heißt, du zahlst insgesamt 9.500 Euro in Zypern Steuern, 200.000 in Dubai, 100.000 lässt du dir als Gehalt auszahlen. Damit hast du dann wiederum einen Freibetrag von 100.000, überhaupt keine Steuern. Also, wir sehen, bei einem Gewinn von 100.000 zahlst du in Dubai weniger Steuern, bei einem Gewinn von 200.000 zahlst du in Dubai ebenfalls weniger Steuern. Machen wir das Ganze mit 300.000. 300.000 Gewinn, du zahlst in Zypern 7.500 Körperschaftssteuer, aber nach wie vor die gleichen 4.500 Euro Gesundheitsabgaben. Das heißt, insgesamt bei 300.000 zahlst du in Zypern 12.000 Euro. In Dubai machst du es so, dass du dir 200.000 jetzt ein Gehalt bezahlen lässt, nach wie vor 100.000 Gewinn. Das heißt, auch bei 300.000 zahlst du keine Steuern in Dubai, ungefähr 12.000 Steuern in Zypern insgesamt. Jetzt kann man das natürlich immer so weitermachen. Der Punkt ist natürlich der, das Gehalt in Dubai lässt sich nicht unbeschränkt erhöhen. Dubai hat sich ja hier den entsprechenden Standards der OECD verpflichtet. Also viel mehr als die 200.000 wirst du dir hier nicht bezahlen können als Gehalt. Wenn wir uns das Ganze jetzt also mit einem Gewinn von 500.000 anschauen, kommen wir zu folgendem Ergebnis. In Zypern zahlst du Körperschaftssteuer 12.500 mit IP-Regime und du würdest wiederum diese 4.500 für die Gesundheitsabgabe bezahlen. Insgesamt also 16.500. In Dubai kommt es jetzt stark darauf an, wie viel Umsatz das Unternehmen insgesamt macht. Unter der Annahme, dass das Unternehmen einen geringeren Umsatz als 750.000 Euro ungefähr umgerechnet macht,
würdest du weiterhin keine Steuern bezahlen, auch bei einem Gewinn von 500.000 Euro nicht. Hätte das Unternehmen allerdings einen Umsatz über rund 750.000 Euro, hätten wir jetzt folgende Situation. 200.000 setzen wir für Gehalt an, bleiben also 300.000 an Gewinn übrig. Darauf würdest du 9% bezahlen. Das sind also 27.000 Euro. Das heißt also, ab diesem hohen Gewinn und unter der Annahme, dass der Umsatz über 750.000 Euro ungefähr umgerechnet ist also damit dann Dubai, die Vereinigten Arabischen Emirate, steuerlich tatsächlich weniger attraktiv als Zypern. Allerdings wird aus unserem Beispiel ja klar, dass hier so eine pauschale Aussage, dass Zypern günstiger ist, mit Sicherheit nicht stimmt. Es kommt eben immer aufs Detail an, es kommt auf den Einzelfall an. Man muss eben hier die steuerlichen Vorteile nutzen, wo man kann, und kommt dann eben zu dem Schluss, dass der eigentliche Steuersatz tatsächlich gar nicht so viel aussagt. Und das ist eigentlich das, was du auf jeden Fall mitnehmen musst. Ja? Der eigentliche Steuersatz sagt im Grunde genommen nichts aus. Ja, Dubai hat zwar eine Steuer von 9%, aber das heißt noch lange nicht, dass hier dann tatsächlich jeder diese Steuer bezahlen muss. Tatsächlich wird sie vielfach gar nicht fällig. Und es ist richtig, in Zypern wird die IP-Box mit 2,5% besteuert, beziehungsweise Gewinne aus dieser IP-Box. Das heißt aber lange noch nicht, dass das die gesamten Steuern sind, die du jetzt hier bezahlen müsstest. Dubai hat den Vorteil, dass man dort ein steuerfreies Gehalt ansetzen kann. Diesen Vorteil gibt es in Zypern nicht, weil du eben auf ein Gehalt aus deiner eigenen Gesellschaft in Zypern Einkommensteuer bezahlen müsstest. Also nochmal, wenn du solche Infos auf YouTube siehst, dann sei vorsichtig. Nimm dir die Zeit, dich mit den Hintergründen auseinanderzusetzen. Nimm nicht einfach irgendwelche vorgefertigten Meinungen an. Es lohnt sich, das Ganze nachzurechnen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wenn du dich auch mit solchen Themen auseinandersetzt, wenn du gern ins Ausland umziehen möchtest oder im Ausland eine Firma gründen möchtest und dir überlegst, wo der beste Standort ist, wo du am meisten Steuern sparen kannst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Das ist genau das, was wir seit 20 Jahren machen. Wir helfen Mandanten dabei auszuwandern, sich steuerlich optimal im Ausland aufzustellen, Vermögen aufzubauen, Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.